So, Tag 1, 7 Uhr. Es ist heute der 30. Juli und ich starte heute von Hamburg nach Tübingen mit dem E-Bike. So, endlich geht's los hier. Ja, ich muss jetzt einmal hier quer durch Hamburg fahren. Ich bin gerade mal 10 Minuten gefahren. Wir sind noch 870 Kilometer. Und ja, es geht gleich durch den alten Elbtunnel auf die andere Elbseite. Ja, hier ist das Heiligengeistfeld, der Bunker, der aufgestockt wird. St. Pauli-Stadion. Jetzt geht's Richtung Reeperbahn. Und dann, wie gesagt, durch den alten Elbtunnel. Ja, warum die ganze Aktion? Ja, ich habe einen Termin in Tübingen und ich habe bisher noch keinen Flug- oder Bahnfahrt gebucht. Und mit dem Auto wollte ich die Strecke von knapp 750 Kilometern schon allein aus Umweltgründen nicht fahren. Ja, und seit 2 Monaten habe ich ein neues Rad, ein E-Bike, und wollte damit sowieso mal eine längere Tour mitfahren. Und da ich aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch keinen Urlaub geplant habe, dachte ich mir, kannst du auch deinen Urlaub mit einer Radreise verbinden. Ja, der Gedanke ging mir dann nicht mehr aus dem Kopf und ich habe mich so etwa 4 Wochen mit der Strecke und der Ausrüstung beschäftigt. Ich musste noch einiges besorgen, wie Fahrradtaschen, Kleidung, Kocher, Isomatte, Ladekabel für den Campingplatz, Campingstuhl und so weiter. Ah, da kam noch einiges zusammen. Ne? So, ich bin jetzt auf der anderen Elbseite. Da drüben ist Hamburg. Hier ist die Seite Richtung Wilhelmsburg. Und ich verabschiede mich jetzt von Hamburg und mache mich auf die lange Reise. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber ich freue mich wahnsinnig. Ich habe sowas bisher noch nie gemacht. Also zumindest nicht über mehrere Tage. Aber jetzt werden es 8 Nächte voraussichtlich. 120 Kilometer am Tag sind geplant. Dann sollte ich das bequem in 8 Tagen schaffen. Aber man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht passiert mal was, habe einen Platten oder irgendwo gefällt es mir besonders gut. Dann bleibe ich eine Nacht länger, wenn abzusehen ist, dass ich gut vorankomme. Okay, dann starte ich mal weiter Richtung Wilhelmsburg und Harburg. Dann geht es nach Soltau und Ziel des Tages ist Winsen an der Aller. Sehr schön. Ich bin in Harburg. Leute, ich kann es immer wieder nicht fassen, wie man so dreist hier parken kann. Mann, oh Mann, ey. Ja, nach 1,5 Stunden Fahrt bin ich jetzt endlich aus Hamburg raus. Also wie viele Kilometer bin ich gefahren? Moment. Maximal 38,2, interessiert mich nicht. Durchschnitt 18 Stundenkilometer. Wo ist denn hier die 24 Kilometer bin ich schon gefahren und immer noch in Hamburg. Also jetzt nicht mehr. Ja, hier ist die A7, die ich sonst dann nach Süden gefahren wäre. Schöneres vor. Ja, so langsam fängt es an, ein bisschen interessanter zu werden. So ein bisschen Wald. Ich fahre jetzt auch ohne Unterstützung. Ging auch so ein bisschen bergab. Ich hatte ja 75 Höhenmeter. Bin jetzt runter auf. Ups. Kannst nicht lesen. 61. Ja, ich dachte gerade, na, das riecht ja hier fruchtig. Alles klar. Messmer-Tee. So, ich habe jetzt über 50 Kilometer hinter mir, 55 sogar. Habe heute noch gar nichts gegessen. Es ist jetzt 10:18 Uhr. Habe mir jetzt aber doch mal so ein Müsli-Riegel, hier so ein Teil da reingezogen. Weil so langsam habe ich schon ein bisschen Energieverlust. Nicht in dem Sinne, aber ich merke schon, dass ich so langsam ein bisschen Power brauche. Ja, gefahren bin ich überwiegend im Eco-Modus.
Ab und zu mal, wenn so eine kleine Steigerung war, habe ich auf den Tourmodus geschaltet und habe noch ordentlich Restreichweite. Ja, bin mal gespannt. Ich bin jetzt ungefähr bei Schneverding. Ja, es war ein bisschen langweilig, die Strecke. Immer Radweg neben einer Bundesstraße. Also schon separate, abgetrennte Radwege, war auch super Oberfläche. Aber es nervt halt mit den Autos immer. Aber sehr schattig, das Wetter ist top. Ja, was soll man sagen? Es macht Spaß. Ja, cool. Hier gibt es eine Ladestation bei Edeka, hier in Soltau. Und da lade ich jetzt hier mal kostenlos auf. Cool, habe mir schon einen Stuhl rausgestellt, mache es mir jetzt bequem. So, jetzt werde ich mir erstmal ein Brötchen reinziehen. Ja, ich stehe hier schon seit einer Stunde an der Ladestation und auch schon jetzt eine Stunde am Quatschen mit Menschen, die ihr Elektroauto aufladen und anderen Menschen, die Elektroautos überhaupt nicht gut finden. Oh, schon interessant. Also interessant, dass man ja so oft ins Gespräch kommt. Ja, nochmal vielen Dank Edeka fürs Laden. Und es geht weiter. Es ist jetzt ja irgendwie Uhr. So, ich habe jetzt gleich die 100 Kilometer geknackt. Sieht man was? Ja, das geht die ganze Zeit hier so, Radweg neben der Bundesstraße. Aber mir geht es darum, dass ich möglichst schnell hier aus Norddeutschland rumkomme. Ja, vorher bin ich an der Heide vorbei und dachte so, bei nächster Möglichkeit halt's mal an. Da sehe ich schon das Schild, ja, auf Wiedersehen in der Heide. Und wieder ein LKW. So, hier ein paar Paprika, lecker. Ich habe jetzt 118 Kilometer drauf. Ich bin kurz vor Winzen an der Aller. Mache hier ein kleines Päuschen. Und musste unbedingt was trinken und mal, naja, den Wald mal genau angucken. So, endlich mal von den Straßen weg. Jetzt seit ich aus Winsen an der Aller raus bin, das ist ungefähr vor 5 Minuten gewesen, seitdem bin ich nicht mehr direkt an der Straße. Ich glaube, von Hamburg bis hierher bin ich immer nur an der Straße lang gefahren. Das heißt Radweg, separater Radweg an der Straße. Und da hat man halt ständig die LKWs und die Autos. Nervt halt. Aber hier, ich weiß auch nicht, ob das besser ist. Der Wald ist ja echt kaputt in Deutschland. Das ist echt erschreckend. Ja, kurz bevor ich das Video gerade beendet habe, jetzt bester Straßenbelag. Nein, nicht ganz bester, aber ist okay. Tageskilometer 142. Jetzt habe ich gerade hier eine nette Familie getroffen. Auch mit den Rädern unterwegs. Schon 70 Kilometer heute hinter sich gebracht und fragt mich, ob ich ein Foto von dem mache. Fand ich ja süß. Und die Kleine hat mich total ausgefragt. Wie lange hält der Akku? Wo wollen Sie hin? Wie viele Kilometer machen Sie? Ja, fand ich nett. Ja, es ist erstaunlich, wie viele Leute ich schon heute gesprochen habe, obwohl ich den ganzen Tag auf dem Rad sitze. Ich mache gerade kurz eine Pause, habe einen Campingplatz angerufen hier in, ja, kurz vor Hannover und da kann ich vorbeikommen. Soll wohl ganz schön sein an so einem kleinen See. Ich glaube, ich brauche so 30 Minuten noch bis dahin. Hier ist mein Fahrrad. Hat mich heute, glaube ich, 145 Kilometer schon weit gebracht. Wäre sogar noch weiter gefahren, aber dann gibt es eine große Lücke um Hannover rum. Keine weiteren Campingplätze. Deswegen mache ich gleich Feierabend für heute. Ach, ist einfach schön. Ach, da hinten ist die Autobahn. Die habe ich noch gar nicht bemerkt. Ne, ist sie das? Weiß ich nicht. Ja, mein Navi sagt, das Ziel befindet sich nach 500 Meter auf der rechten Seite. Ja, ich weiß nicht. Also mein Campingplatz direkt an der Autobahn. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber anscheinend soll der sehr ruhig sein. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, da hinten ist mein Campingplatz. Aber so ruhig ist das hier wirklich nicht.
da hinten. Man sieht es, glaube ich, auf der GoPro nicht. So, das Zelt steht, der Stuhl auch. Jetzt muss ich noch meine Isomatte aufblasen. Super handlich. Dünnes Material, also ich hoffe, die hält die 9 Tage zumindest durch. Tja, ist total schön hier. Ich war noch nicht im Wasser, aber da drüben habe ich gerade eine Pommes und eine Currywurst gegessen. Ja, sieht total nett aus und ist es auch. Die Autobahn hört man nur ein bisschen, naja, ist ein Rauschen. Jo, ich bin nochmal unterwegs zum Supermarkt, um ein paar Kleinigkeiten zu besorgen. Und dann springe ich vielleicht doch nochmal in den See, mal schauen. Und ja, auf jeden Fall soll es morgen nicht zu spät losgehen. Ja, hier nochmal die Situation mit meinem E-Bike. Ich habe hier den normalen Anschluss, Campinganschluss, den üblichen. Ich habe mir hier diesen Adapter gebastelt und den hier an ein nicht allzu langes Kabel angeschlossen, das Ladegerät. Ja, 2,5 Ampere kann das Kabel ab. Ich habe allerdings hier ein 6 Ampere. Aber das ist schon in Ordnung aus meiner Sicht. Bei Regen würde ich es auf jeden Fall nicht draußen lassen. Ich würde es auch nicht über Nacht hier hängen lassen. Ja, und das andere geht dann zurück ins Zelt. Da habe ich so eine Mehrfachsteckdose drin und lade meine USB-Geräte auf. Ja, und die Kette habe ich dann heute auch schon wieder fetten müssen nach dem Tag oder ölen. Hier, ich habe da so ein trockenes Schmiermittel vom Fahrradhändler bekommen, als ich das Fahrrad gekauft habe. Und das benutze ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Vorteile hat. Ich denke, dass man das doch dann öfter einmal einpflegen muss, als mit herkömmlichem Kettenöl. Ja, kurzes Fazit noch, bevor ich jetzt duschen gehe. Ich war noch kurz beim Supermarkt. Ein paar Kleinigkeiten einkaufen, vor allem Milch für morgen, für meinen Kaffee. Ich bin ja 155 Kilometer gefahren, mehr als ich eigentlich wollte, aber ich hatte einfach Zeit und wäre sogar noch weitergefahren. Allerdings gibt es Richtung Hannover kaum noch Campingplätze und da ist die Lücke einfach zu groß und es hat mir auch dann gereicht. Also ich war um 18 Uhr hier auf dem Platz und habe das Zelt aufgebaut, bin noch was essen gegangen hier. Das Restaurant ist sehr gut. Das heißt, ja, es ist einfache Küche, aber die geben sich Mühe und es schmeckt auch gut. Also ich hatte die Currywurst mit Pommes. Und zur Fahrt, die war eigentlich sehr langweilig. Also ich bin ja erst mal 2,5 Stunden durch die Stadt gefahren, bis ich dann irgendwann das Ortsschild von Hamburg gesehen habe. Das war dann Ende von Harburg. Und dann ging es eigentlich nur noch diese Radwege entlang. Völlig unspektakulär und eigentlich auch nervig mit dem ganzen Verkehr. Ja, ich wollte einfach schnell durch und es war so geplant. Also ich denke mal, morgen weiß ich nicht, wie da die Wege sind, erwarte ich mir jetzt auch nicht so viel. Aber ab Hameln wird es halt schön an der Weser. Das ist eigentlich so das Ziel. Das sind, glaube ich, noch so 69 oder 60 Kilometer bis Hameln. Und ja, dann fängt eigentlich so meine Reise an, finde ich. Jo, da sind noch ein paar Jungs, die feiern ganz schön da hinten. Und ich hoffe, dass die nicht mehr allzu lange machen. Wobei, ich habe meine Ohrstöpsel dabei. Werde mich um 11 spätestens hinlegen. Normalerweise ja eigentlich viel später, aber ich will morgen wieder früh aufbrechen. Das heißt früh, also für meine Verhältnisse. Hoffe ich, dass ich um 8 hier oder um 7 vielleicht sogar vom Platz komme. Je nachdem, wie die Sonne auf das Zelt knallt. Ja, ich zeige euch noch mal kurz das Zelt. Oder das mache ich morgen früh, weil das jetzt, glaube ich, dann auch zu dunkel ist. Ja, ich wollte auf jeden Fall morgen dann noch mal baden gehen. Ist ja hier gleich 50 Meter, 20 Meter von hier entfernt. Ja, dann wünsche ich einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder guten Morgen, wie auch immer. Und wir sehen uns dann am zweiten Tag.